Hallo meine Foxys, ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's super. Heute habe ich wieder ein neues Video für euch und zwar ein richtig cooles. Ich habe ja schon mal ein Video mit Staedtler zusammen gemacht, das ist mega gut bei euch angekommen und deshalb ist jetzt noch eine Kooperation entstanden und Staedtler hat mir einfach die coolsten Stifte zugeschickt und zwar pastellfarbene Highlighter. Ihr kennt doch sicherlich diese neonfarbenen Textmarker, die man sonst immer hat. Ich muss euch sagen, Leute, die sind einfach so viel cooler als die neonfarbenen. Ich dachte mir, ich gestalte mit denen jetzt einfach mal eine Bullet Journal Seite mit Things About Me. Ich male mich einfach und außenrum ganz viele Sachen, die mich ausmachen, die ich gern habe und so weiter und so fort. Ich dachte, das macht vielleicht echt Spaß und vor allem so mit diesen pastellfarbenen Tönen sieht es bestimmt richtig cool aus. Starten wir jetzt einfach mal mit der Überschrift und mit meinem Namen. Ich denke, die meisten von euch kennen mich unter Foxy Draws, aber ich habe natürlich auch einen normalen Namen und ich heiße Anastasia und ich finde es richtig cool, dass es einen Disney-Film gibt, der genauso heißt. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas schreibt und dann wollt ihr es so voll schön highlighten und dann verschmiert ihr einfach alles und es ist alles einfach nur ein schwarzer Balken. Mit den Highlightern ist mir das überhaupt nicht passiert. Schaut mal, es hat überhaupt nicht verschmiert. Mit den Stiften kann man natürlich nicht nur Texte markieren, sondern auch wunderschön malen und das mache ich jetzt auch. Die dünnen Stifte heißen übrigens Triplus Highlighter und die gibt es in den gleichen Farben wie die Textsurfer. Ach ja, die Textsurfer sind übrigens diese dicken Stifte, die aussehen wie echte Surfbretter. Das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen vorher, aber so kann man sich den Namen richtig gut merken. Falls ihr euch fragt, wo es die Stifte gibt, die gibt es einmal auf Amazon. Ich packe euch den Link in die Infobox und außerdem gibt es die sicherlich auch in ganz vielen verschiedenen Läden, wo es auch Staedtler Sachen zu kaufen gibt. Ich glaube, fast in jedem Schreibwarengeschäft gibt es irgendwas von Staedtler. Also glaube ich, dass ihr auf jeden Fall kein Problem damit haben werdet, die zu finden. Ich habe das Video zusammen mit meinem Freund gemacht und es hat einfach total Spaß gemacht, das auch mal so auf eine andere Art und Weise zu filmen. Falls ihr das auch cool findet, könnt ihr ja gerne meinen Freund in den Kommentaren loben. Ich glaube, er freut sich total darüber und gibt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Jetzt habe ich ja noch gar nicht so viele Fakten über mich gesagt und zwar bin ich Jungfrau vom Sternzeichen und habe am 5. September Geburtstag. Ich mag mein Sternzeichen, ich finde es irgendwie cool. Glaubt ihr eigentlich so an Sternzeichen und an Horoskope und sowas? Also ich glaube teilweise dran. Also ich glaube schon so ein bisschen daran, dass je nachdem, was für ein Sternzeichen man ist, so eine Neigung zu einem bestimmten Charakter hat. Aber diese Vorhersagen, die man wöchentlich in irgendwelchen Klatschzeitschriften lesen kann, die glaube ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Sternzeichen seid und ob ihr findet, dass die Beschreibung auf euch passt. Und oben bei dem i könnt ihr auch abstimmen, ob ihr an Horoskope glaubt oder eher nicht so. Wenn es um Lieblingsfarben geht, neige ich definitiv zu Pastelltönen. Ich finde die einfach wunderschön und die machen einfach richtig gute Laune. Aber ich mag auch gerne ganz neutrale Töne, so erdige Töne oder eben auch schwarz und weiß. Also ihr seht, ich mag Farben einfach total gerne. Aber wenn ich jetzt aus Pastelltönen vielleicht 3 verschiedene aussuchen dürfte, würde ich mich auf jeden Fall für Mint entscheiden. Gelb ist momentan auch zu einer meiner Lieblingsfarben geworden und Rosa. Rosa mag ich auch total gerne. Vor allem so ein ganz leichtes Pastellrosa, das so ein bisschen auch ins Rötliche geht. Also nicht so ins Pinkrosa, sondern so ins Rötliche. Das finde ich richtig schön. Ich bin übrigens nicht in Deutschland geboren, sondern in Kasachstan und dort habe ich 7 Jahre meines Lebens gelebt und bin eben erst mit 7 nach Deutschland gekommen. Das war eine ziemlich krasse Zeit. Oh mein Gott, Leute, mir fällt gerade ein, dass ich ja mal ein Draw My Life machen wollte. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Das liegt vielleicht daran, dass ich so einen ganz perfekten Plan davon habe und es ist so aufwendig, dass ich mich einfach nie dran setze und ach Leute, ich bin einfach unverbesserlich. Ich sollte es einfach machen und einfach nicht so darauf achten, dass es perfekt ist. Aber dafür habt ihr jetzt auch dieses kleine Video hier. Das beschreibt zwar bei weitem nicht mein ganzes Leben, aber ja, wenigstens etwas. Wie ihr sehen könnt, höre ich einfach immer Musik und tanze eigentlich auch den ganzen Tag. Also wenn ich Musik höre und der Beat gefällt mir, dann muss ich einfach anfangen, so wenigstens ein bisschen zu tanzen. Ich
finde, so kalte, verregnete Tage sind einfach super dafür geeignet, um zu Hause zu bleiben, zu malen, Netflix zu schauen oder vielleicht auch Sims zu spielen oder sowas. Aber Leute, ich mag einfach Sonnenschein so viel mehr. Wenn die Sonne scheint, dann habe ich einfach direkt gute Laune und möchte einfach nur in der Sonne sitzen und chillen oder irgendwas Cooles unternehmen oder sowas. Ich liebe es einfach, wenn schönes Wetter draußen ist. Mein Hund Hugo habe ich ausgemalt mit einem schwarzen Stift. Das war kein normaler schwarzer Stift, sondern so ein Hidliner. Und Hide ist ja Englisch und heißt verstecken. Das heißt, man kann einfach einzelne Wörter oder ganze Texte mit diesem Stift verstecken. Und dieser gehört zu den Vintage-Farben. Und zwar sind es die Farben Schwarz, Beige und Grau. Und ich finde es halt mega cool, wenn man zum Beispiel so ein Harry Potter-Theme hat oder sowas. Ich finde, da passen ja so Neontöne überhaupt nicht hin, sondern eben eher so die natürlichen Töne. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, alleine für die Schulsachen würde ich sogar nochmal in Erwägung ziehen, nochmal in die Schule zu gehen. Aber falls ich mal Kinder habe, kann ich euch versprechen, dass mein Kind in der Schule die coolsten Schulsachen haben wird. Okay, Leute, ich schweife schon wieder ab. Das Video wird ultra lang, wenn ich so weitermache. Also, Things about me. Ich liebe Pizza. Also ich liebe Essen im Allgemeinen. Essen ist einfach mein Ding. Das kann ich gut. Und eigentlich ist es auch total schwer, sich für ein Essen zu entscheiden, was man am liebsten mag. Aber ich mag eben Pizza total gerne. Und Sushi gehört da eigentlich auch noch mit dazu. Also ich mag beides total gerne und könnte da niemals darauf verzichten. Okay, ich habe auch noch eine leichte Chipssucht. Also eigentlich könnte ich die beiden Seiten einfach nur mit Essen vollknallen. Nein, also ein bisschen Ausgleich braucht man ja. Und zwar mit Yoga. Ich versuche immer mal ein bisschen Yoga zu machen, um so ein bisschen meinen Körper und Geist in Einklang zu bringen. Das ist tatsächlich so, weil ich bin so jemand, ich lasse mich öfter mal so ein bisschen aus der Ruhe bringen. Deshalb brauche ich auf jeden Fall mein Yoga und das hilft mir einfach total, so ein bisschen so einen Ausgleich in mir zu finden. Ich mag außerdem total gerne heiße Getränke. Ich mag auch eiskalte Getränke total gerne, aber ohne heiße Getränke kann ich eigentlich keinen einzigen Tag. Also ich brauche mindestens einen Tee am Tag und Kaffee eben ab und zu. Das schmeckt mir halt auch manchmal sehr, sehr gut und Kakao natürlich. Ich spreche 2 Sprachen fließend, Russisch und Deutsch. Englisch kann ich zwar auch, also ich verstehe alles, also nicht alles, aber ziemlich viel und ich kann auch Filme auf Englisch gucken und Videos und habe damit überhaupt kein Problem, muss mich nicht anstrengen, aber sprechen kann ich es komischerweise nicht. Also da fehlt mir einfach die Übung. Also ja, ich kann nicht Englisch sprechen, also absolut nicht. Ich würde mich das auch gar nicht so richtig trauen, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem daran. Ich denke, wenn ich mich mehr trauen würde und nicht denken würde, oh Gott, ich mache alles falsch und ich sage irgendwas komisch und Falsches, dann würde ich das sicherlich auch viel, viel besser hinbekommen, als ich denke. Naja, also so bin ich nun mal leider sehr, sehr verkopft und ja, ich denke einfach immer viel, viel zu viel und das lenkt mich irgendwie von vielen Sachen ab. Das ist irgendwie komisch, aber ist leider so. Dafür habe ich ja mein Yoga und meine Meditation und alles, was so dazugehört. Kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, das auch mal zu versuchen. Das ist wirklich sehr, sehr entspannend. Das Herzchen und der Hund stehen übrigens für meinen Hund Hugo und meinen Freund. Die gehören natürlich auch auf die Seite, weil die einfach jeden Tag an meiner Seite sind. Also wenn ich die da nicht drauf malen würde, dann würde ich irgendwas falsch machen. Also die gehören da auf jeden Fall mit drauf. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also ich fand es ziemlich cool und ich finde meine bunte Seite auch mega, mega schön. Vor allem, weil die eben diesen pastelligen Touch hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, falls ihr es nicht schon längst getan habt. Drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich hab euch lieb. Ciao!